Ja, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich für euch eine Kalbsleberwurst. Wenn ihr sehen wollt, wie ich es gemacht habe und vor allem mit was für Gerätschaften, bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Ja, zum ersten Mal mache ich Kalbsleberwurst. Ich habe hier die Zutaten schon mal zusammengeschnitten, weil das ist nicht so sonderlich interessant. An Fleisch hätten wir Schweinebauch, Schweinerückenspeck, wir haben hier Schweineleber, Kalbfleisch und Schweineschulter. Zu den Gewürzen. Das wären Pfeffer, Ingwer, Muskat, Piment, Ascorbinsäure, Koriander und ein wenig Chili. Und rohe Zwiebeln, die werden noch schön goldgelb angebraten. Dann habe ich noch ein wenig Honig und Nitritpökelsalz natürlich. Die ganze Fleischsorten außer die Leber werde ich jetzt abkochen. Ja, so eine Dreiviertelstunde. Die Zwiebeln anbraten und wie gesagt, Step by Step, das seid ihr natürlich überall mit dabei. So, jetzt bin ich hier bei unserer Outdoor-Küche. Wasser kocht schon. Und wie gesagt, kommt die ganze Fleischsorten rein. Kalbfleisch, und die Schweineschulter. Achso, das Wasser habe ich ein wenig gesalzen, dass nicht ganz so arg auslaugt. Und Schweinebauch. Den Rückenspeck, der kommt etwas später dazu. Der braucht ja nicht so lang. So, das Ganze darf jetzt für eine Dreiviertelstunde leicht köcheln. Und wenn das erledigt ist, dann sehen wir uns drin wieder an unserem Fleischwolf. Ja, die 45 Minuten sind vorbei. Da ist das Fleisch. Da sind die angebratenen Zwiebeln. Da ist die rohe Leber. Die werde ich zuerst durchlassen. Und damit beginnen wir jetzt. Die Leber ist durchgelassen. Und jetzt lassen wir gleich das Fleisch durch. So, jetzt haben wir alles durchgelassen. Jetzt kommt noch ein bisschen Kochbrühe dazu, um den Garverlust auszugleichen. So, das war's. Jetzt haben wir alles durchgelassen, inklusive Zwiebeln. Jetzt bauen wir mal kurz das Ganze auseinander und dann kommt der Kutter zum Einsatz. Da sehen wir uns wieder. Ja, bevor wir zum Kuttern kommen, habe ich hier natürlich noch die durchgelassene Leber. Die kann man natürlich auch im Kutter mit Salz aufschlagen. Da musst du aber wieder rausmachen. Ich mache das in der Schüssel, da kommt das Pökelsalz. Und weil der Leber manchmal so eine gewisse Bitternis hat, habe ich hier Honig. Der kommt da noch mit rein. Jetzt schlagen wir das Ganze auf. Und die Leber, die bindet natürlich sofort mit dem Salz. Und wenn man es im Kutter macht, und man hat nicht ganz so viel Ahnung davon oder hat es noch nicht so oft gemacht, dann kann man die Leber auch mal überkuttern. Das umgeht man hier halt. So, die schlagt schon leichte Blasen. Das ist für mich ein Zeichen. Alles okay. Kommt's weg. Und jetzt kommt wirklich der Kutter zum Einsatz. So, ich habe das Fleisch schon mal in den Tischkutter eingefüllt. Jetzt schließen wir mal den Deckel. Ach, ich habe da noch 300 ml von der Kochbrühe mit dazu. Die steht ja hier. Ihr müsst euch den Garverlust ein wenig ausgleichen. Nicht komplett, weil es kommt nachher auch noch Sahne mit dazu. Schließen wir mal. Und wir starten mal. Jetzt lassen wir es mal eine Weile laufen, dass es schön sämig wird. Und dann sehe ich, ob ich noch Brühe brauche oder nicht. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, die Konsistenz ist in Ordnung. Jetzt kommen die Gewürze bei mir dazu. Lassen das Ganze noch mal kurz laufen. Und wenn die Leber dazu kommt, dann hole ich euch wieder mit dazu. So, wir kommen zum nächsten Step. Die Leber kommt dazu. Die sorgt jetzt für die Bindung. So, Deckel wieder drauf.
Und jetzt lassen wir uns mal die ganze Zeit kuttern. Dass richtig schön alles fein ist. Und da sehen wir uns wieder. So, das Ganze ist schon super fein. Und jetzt kommt noch ein halber Becher Sahne mit dazu. Deckel wieder drauf. So, und weiter kuttern. So, die Masse ist nun fertig. Jetzt wird sie portioniert, zum Teil in Därme, zum Teil in Gläser, aber da hole ich euch gleich wieder mit dazu. So, also wir füllen noch einmal. Da ist doch besser, ihr seid zu zweit. Ich habe es jetzt nicht allein hinbekommen. Ich glaube, noch ein bisschen kann man, oder? So. So, die Därme sind abgefüllt. Jetzt kommt der Rest noch in Gläser. Also gut, 3/4 voll. So, das letzte Glas ist auch befüllt. Wir schließen mal die ganze Deckel. Da kommt nachher noch ein Dichtungsgummi drauf. Und jetzt werde ich sagen, wir gehen raus zu unserem Einkochautomat. Da sehen wir uns wieder. Der Einkochautomat ist auf Temperatur 80 Grad. 1 Stunde habe ich eingestellt. Und die Würste sind schon drin. In einer Stunde hole ich sie raus, kaltes Wasser. Und dann sehen wir uns zum Anschnitt wieder. Ja, ich habe gesagt, ich melde mich erst wieder zum Anschnittbild. Aber Leute, die Stunde ist vorbei. Die Würste dann in eiskaltes Wasser legen. Da dürfen sie so 20 Minuten drin bleiben. Dann kommen sie in den Kühlschrank. Nun dürfen auch die Gläser im Wasserbad Platz nehmen. Bei 100 Grad 120 Minuten. Und so, da bin ich wieder. Kalbsleberwurst. Jetzt kommt es zum Anschnittbild. Wir schneiden sie einfach mal durch. Und oh ja, die sieht richtig lecker aus. Genauso wollte ich es. Schön fein. Das funktioniert halt mit so einem Kutter hervorragend. Ja. Es geht ja relativ zügig und vor allem, ihr wisst genau, was er an Produkte verarbeitet. Ja. Ihr könnt die Qualität selbst bestimmen. Das macht schon richtig viel Spaß. So, ich zeige es euch nochmal. Also richtig toll, richtig fein. Das kriegt ihr auch mit dem Pürierstab so nicht hin. Ja. Das ist eine gute Alternative, mit dem Pürierstab das Ganze zu machen. Aber ein Kutter macht das Ganze halt noch viel cremiger. Und ja, Leute, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn dem so ist. Über ein Abo werde ich mich riesig freuen. Kommentiert mal unter den Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.